Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und ich bin hier mit dem Alex. Guten Tag, ich bin Alex Zau. Entschuldigung. Es wird heute spektakulär, ja. Wir haben schon etwas abgedreht für seinen Kanal. Heute wird er auf die Probe gestellt. Ich wollte herausfinden, ob du dich mit Uhren auskennst. Ein bisschen Vorwissen hast du ja schon. Mhm. Ja. Und wir haben hier eine Box vorbereitet und ich möchte gerne wissen, ob du die Uhren ertasten kannst. Und dann sagen kannst, was das für eine Uhr ist. Alles klar. Meinst du kannst das? Gar kein Problem. Gar kein Problem? Stell dir da noch die Zeit ein, wenn du möchtest, parallel. Ja, das bezweifle ich tatsächlich, ja. Okay, wie funktioniert das? Ja. Ich bin aufgeregt ein bisschen auch. Also ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Uhr an. Okay, ich schau weg. Du schaust weg, genau. Und so. Wissen die Leute, dass das hier alles nur Pappe ist und ein Set? So, das hier ist die erste Uhr. Das wird nicht einfach. Und ja, viel Spaß. Okay. Oh, schon mal Leder anbauen. Das ist schon mal. Okay, pass auf, das ist eine Jacob & Co. Was? Und das ist die. Warte. Ja, du hast mein Video. Nein, das muss eine Jacob & Co. sein, bei diesem riesengroßen Glas da oben drauf. Und jetzt warte, jetzt muss ich ganz kurz mental nochmal auf deinen Shop gehen. Das ist doch das ist das Weltall, Astronomia, oder? Ja, genau. Ja, aber das ist nur, weil du das gesehen hast. Das ist, guck mal, ey, aber das hier, das ist doch klar. Hat Ja, noch also- ich kenne keine andere Uhr. Ja, die- aber du hättest auch die Marke nicht kennen können. Jacob & Co. doch. Na klar, Jacob & Co. kennt man doch. Guck mal, das ist die Uhr, die sich niemand von uns jemals leisten kann. Das hast du schön beschrieben. Ja, okay, das ging schnell. Ich hätte jetzt nicht gedacht, aber jetzt wird's härter, glaub So, mir. aber ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen glücklich auch. Also das war jetzt denke ich, abgesprochen. Wir haben eben darüber kurz gesprochen, so Thema Farbe und sowas, ne? Also das wäre wirklich lustig, ne? Okay, also Ziffernblatt brauchst du auch, dann ist es blau. Ja, okay. Okay, dann. Oh, ich finde sie schon gar nicht. Aha, okay. Okay. Aha. Okay. Also es ist eine Rolex. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen älteres Modell auch. Lass Ja. mich hier mal gucken. Mal an der Seite gucken. Okay, ist schon mal kein Knopf. Das heißt, es ist wahrscheinlich keine C-Dweller, aber dafür ist sie auch ein bisschen schmal. Könnte auch GMT sein. Ach, könnte auch GMT sein. Aber ich sage... Warte, darf ich die Krone rausdrehen? Ja. Okay, warte. Jetzt pass auf, weil ich es jetzt erkenne, weil ich die Krone rausziehe, weißt du? Das ist so eine. Okay, ich sag, das ist keine GMT, Okay. sondern ich sag, das ist... Ich glaube, das ist einfach eine Submariner, oder? Ja, nee, warte. Doch, ich glaube, es ist einfach eine Submariner. Ja? Ja. Also das ist richtig, aber guck mal drauf. Wow! Wow! Okay. Das ist die Submariner für den, der wirklich niemandem mehr was zu beweisen hat. Das ist... Wow! Aber sieht witzig aus, oder? Die sieht cool aus. Aber die ist doch komplett dann verändert, oder? Die Nur gibt's das doch so nicht zu kaufen. Die oder? gibt's so nicht zu kaufen, nee. Also es ist halt so ein Kit fürs Ziffernblatt und für die Lünette in so einem rosa und ja. Okay, nee, auf rosa wäre ich nie gekommen. Ja. Auf rosa wäre ich nie gekommen. Okay. Puh, wie viele Uhren gibt es insgesamt? Also, Wir haben insgesamt 5 Uhren. aha, okay. Und- Kann ich mir länger Zeit lassen. Ja, wir haben als nächstes Modell, ich brauche ein bisschen zum Auspacken, etwas, was ich so noch nicht da hatte. Okay, das die ist Uhr ist teuer. bis zum heutigen Zeitpunkt auch noch nicht im Shop. Warte, du hattest die so noch nicht? Nee, also das ist jetzt das erste Mal, dass ich die bekommen habe. Oha. Von den Geräuschen ist schon schwierig, ne? Also es klingt auf jeden Fall schon mal massiv. Schon mal keine Casio. Ah, Klettverschluss, das klingt mir schon wieder nach Richard Mille. Ey. Das ist sicher das erste Mal, dass ich die in der Hand halte. Aha, okay. Okay, also es ist ein Chrono, schon mal gut. Dann ist es schon mal keine Rolex. Was könnte das sein? Oh, das Glas guckt aber auch ganz schön raus. Was haben wir hinten? Ist der offen oder zu? Da ist ein Beb drauf auf jeden Fall. Ein Kleber. Ich sage, lass mich überlegen. Ich glaube, es könnte eine Omega sein. Das wäre bei dir jetzt auch nichts Überraschendes, aber dass du die dann noch nie hattest, ist eher die Frage. Ich glaube, das ist Omega Speedmaster. Und Gott sei Dank gibt es von Omega Speedmaster keine Limited Editions und keine Special Editions. Nein, also du hast tatsächlich recht. Es ist nämlich die neue Version. Es gab von der Speedmaster, von der regulären Kollektion ein Update. Und das ist die Uhr. Die hat jetzt eine neue Box. Früher war es ja so eine Riesenbox. Aha. Und jetzt haben die das halt so verkleinert und so weiter. Ja, und das sparen halt. ist, ja. Okay, Und das oh ist die krass. neue Speed- Ey, ja, das ist jetzt wieder unangenehm. Da habe ich sowieso mal überlegt, ob ich dich darauf ansprechen soll, aber mega schöne Uhr. Speedmaster ist ein Klassiker. Ne? Ja, die finde ich echt Also, schön. die hat wirklich jeder so in der Kollektion. Das ist ein wunderschönes Modell. Ja, noch nicht jeder. Ja. Mega schöne Uhr. Gefällt mir auch richtig gut immer. Was trägst du so am liebsten aktuell? Also ich trage eigentlich zu 99% immer die GMT Okay. und, und ab und zu dann noch eine Daytona. Ah, okay.
Ja, die ich gekauft habe von Marc Eber. Aber damals noch vor 2 Jahren. Glaube ich. Ja, was war der Preis damals? 17 bezahlt. Boah, stark. Bei Das dir? war der Vorgänger, ne? Heute liegt der im kompletten Set, glaube ich, bei knapp 23, 24. Kann man mitarbeiten, ne? Ja, nach dieser Uhr, meine Damen und Herren, habe ich jede Uhr nur noch bei Marc Gebauer gekauft. Warum? Geheimnis. Aber ich sag so, ich habe verkackt bei der Uhr. Bei der hier, ja. Ja, das war... Du kennst die Geschichte. Da Ja, hab das kenn ich sag mal, so ein bisschen habe ich draufgelegt, aber lass es 4.000, 5.000 Euro gewesen sein. So. Wir machen weiter mit der nächsten Uhr. Diesem Modell hier. Okay. Bis jetzt muss ich Bin sagen, nervös, hast du bin sehr, aufgeregt. sehr gut geschlagen. Die Fallhöhe wird halt auch immer schlimmer jetzt. Ah, aha. Okay. Spannende Form auf jeden Fall. Kennst du die Form? Ja, es könnte eine Apple Watch sein. Das wäre auch gut, ne? Okay. Okay, ja, ich kenn die Form und ich weiß, dass da gerade so ein bisschen irgendwie so ein Hype ausgelöst worden ist. So neuerdings, kann das sein? So, dass irgendwie gefühlt sich jeder gerade diese Uhr holt, weil er denkt, boah, also nicht nur Nico, sondern auch ich will eine Santos haben. Ja? Okay. Ist es die Cartier Santos? Ja. Okay, warte. Weißes Ziffernblatt. Nein. Schwarzes Ziffernblatt. Nein. Okay, dann ist das blaue. Das ist blau? Ja. Oh krass, das muss aber auch echt dazu schreiben. Das ist echt sehr dunkel. Ja, ist dunkel, ne? Schick ist die schon, aber erinnert mich schon sehr an eine Apple Watch so ein Stück weit, nur halt ohne Elektronik. Ja, ist halt auch so ein bisschen klobiger, ne? Wäre die was für dich? Nö. Ja, dachte ich mir. Aber es ist schön. Von hinten, also wenn man nur von hinten drauf guckt, könnte es auch diese Casio-Uhr sein, diese eine. Stimmt, ja. Oder? Also ich muss sagen, du bist wirklich im Uhren, also man meint es nicht, aber er kennt sich schon verdammt gut aus. Er weiß schon, wovon er redet und so, ne? Mir fehlt nur das Geld. Ja. Okay, war das die letzte? Die eine kommt von- eine haben wir noch. Wer war der andere, mit dem du schon mal probiert hast? Monte. Monte, wie war er? Der war nicht so stark wie du tatsächlich. Also du bist wirklich, Sehr gut, Monte. du hast dich wirklich gut angestellt. Ich muss aber auch sagen, ich ziehe mir echt ungesund viel über Uhren rein. Tatsächlich, ja. Also wir haben ja gerade schon gesagt, also wenn du John Mayer erst bei Talking Watches siehst und dann merkst, ach, der macht auch Musik, dann Ja. ist was falsch mit dir. Okay. Du kannst. Okay. Gummi. Oh, da kommen ganz fiese Erinnerungen hoch. Wieso fies? Okay, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Und zwar, die erste Luxusuhr, die ich jemals gehabt habe, war eine Hublot. Okay. Und das ist mir seither nie wieder passiert. Und ich weiß, also es ist auch wirklich, mir ist dieses Armband gerissen. Oh. Von der Hublot. Das ist Gummi. Ich hatte die Hublot Big Bang in Rosé Gold. Das war meine erste, war mega auch. Sag ja, also bei Investments kannst du mir nichts machen. Hast du immer gedacht, holst du so ein solides Aber Teil? ja, aber das war auch wieder über 5 Ecken und ich erzähl dir das mal irgendwann anders. Aber die habe ich auch bei meinem ersten Auftritt bei TV Total getragen. Okay. Und das hier ist auf jeden Fall auch eine Hublot Big Bang und ich sag Farbe schwarz. Okay. Ist die Black Magic? Es ist eine Black Magic, aber halt Oh, in mit grün. Ja. Oh, wow. Aber gleich. Also ist wie schwarz nur im Dings. Ja, krass. Aber schlecht sieht die nicht aus, ne? Nee, ich fand die damals auch voll schön. Also die ist, man sagt ja immer so ein bisschen, ist wie diese Kaugummi-Uhr, nur ohne Kaugummis drin. Ja. Aber ich fand die auch immer schön. Ich finde die echt schön. Es ist schade, dass Hublot halt so eine Marke ist, wo du dir die Uhr kaufst und das Geld auch quasi die Hälfte davon in den Müll schmeißt. Ja, Das also ist man schade. muss schon darauf achten, dass sie halt gebraucht ist. Ich habe die einfach für den Laden gekauft, weil 500 Piece Limited Edition aus Keramik, ich fand sie halt schön, ne? Weißt du, welche Uhr ich richtig schön finde? Die Classic Fusion. Classic Fusion Und da auch, überlege ja. ich mir auch echt immer oft, ob ich mir da nochmal eine hole. Da kriegst du eine in für Blau. 5.000 Euro, Genau, ne? entweder in Blau oder die grüne ist auch schön. Grüne habe ich auch eine, ja. Ja, ich habe schon vorher gesagt, Marc ist ein sehr guter Freund, aber ist mit Abstand der teuerste. Ja. Ich muss sagen, du hast dich wirklich exzellent geschlagen. Also dein Wissen ist echt top und ja, wir sind schon am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe mal, unser Video ist bereits online, dann schaut gerne in der Beschreibung auch, vorbei. Ja, und dann ja, könnt ihr bei ihm vorbeischauen und wir sagen bis bald. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, ich bin gerne. immer ein bisschen im Schlaraffenland, wenn ich hier bin. Tschüss! Ciao.